Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomadeshop. Ich bin der Max und ich darf euch heute mal wieder ein wasserbasiertes Produkt vorstellen. Und zwar geht es um die Kultmarke schlechthin. Es geht um Reuzel. Rusel, wie es im Original ausgesprochen wird, meine ich. Aber ganz, wir haben gefühlt schon alle möglichen Aussprachearten gehört. Insofern, wir sagen meistens einfach Reuzel, weil es am einfachsten ist. Und deshalb werde ich das jetzt auch die ganze Zeit so sagen. Nehm's mir bitte nicht krumm. Genau. Warum jetzt ein Reuzel-Video? Ich meine, die Produkte gibt es schon wirklich, wirklich lange. Vor allem die blaue, die wasserbasierte mit Heavy Hold. Es ist relativ simpel. Zum einen sind viele unserer Reviews jetzt schon deutlich älter und wir dachten uns, wir updaten das Ganze einfach mal, um das Ganze ein bisschen aktueller zu halten. Und zum anderen gibt es tatsächlich noch ein paar Leute, die nicht mitbekommen haben, dass Reuzel seit Anfang des Jahres 2025 ein neues Dosendesign und eine neue Dosengröße hat. Und zwar sind das nicht mehr die alten bekannten 113 Gramm, sondern sind jetzt sehr handliche 95 Gramm Dosen, die jetzt fürs Handgepäck im Flugzeug geeignet sind. Das ist somit der Hauptgrund, warum es denn jetzt nochmal eine neue Dosengröße gibt. Genau, vom Design her, man ist ein bisschen schlichter geworden, so wie es zur Zeit, ich würde mal sagen, in ist, dass einfach vieles designtechnisch eher minimalistisch gehalten wird. Ihr seht, es ist ganz, ganz schlicht hellblaue Farbe, aber immer noch mit dem gewohnten klassischen Schweinerl vorne drauf. Sehr schlicht gehalten. Finde ich ganz in Ordnung. Ich persönlich fand die alten Dosen ein bisschen cooler, weil sie diesen Oldschool-Charme hatten, kann aber auch nachvollziehen, dass man jetzt nach, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, da einfach mal ein bisschen was Neues reinbringen möchte, ein bisschen frischen Wind haben möchte. Genau, und deshalb gibt es jetzt von mir das Review zur, ich habe es schon gesagt, zur Stronghold, Heavy Hold, Water-Based. Die ist, wenn ihr sie öffnet, es ist farblich, finde ich, schaut sie fantastisch aus. Das ist ein richtig schön Karamellrotbraun, würde ich sagen. Wir haben einen Duft, der ist bisschen Vanille, bisschen Mandel. Ich rieche aber auch was leicht sportlich Frisches raus, würde ich es nennen. Ich kann jetzt gar nicht genau beurteilen, was das ist, aber ich finde ihn einen sehr angenehm stimmigen Duft und wenn ich das noch richtig in der Nase habe, ist der leicht abgewandelt zu der ursprünglich zu der 113 Gramm Variante der alten. Kann aber auch sein, dass ich mich da komplett täusche, da könnt ihr mich gerne eines Besseren belehren. So. Wie die Pomade funktioniert, kann ich euch tatsächlich noch nicht sagen, denn ich habe die blaue noch nie ausprobiert. Das wird jetzt für mich ein Blindflug, ein Jungfernflug quasi, aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie sich in den Haaren so verhält wie im Grunde jede andere Stronghold Water-Based Pomade. Genau aus diesem Grund sind meine Haare noch relativ feucht, denn ich weiß, wenn so eine Stronghold Pomade sehr, sehr schnell anzieht, habe ich allein schon beim Verteilen sehr große Schwierigkeiten, weil ich dann doch eher dichtes Haar habe und deshalb immer eher feuchtes Haar, denn das macht das Ganze einfach deutlich leichter. Also jetzt gehen wir auch gleich mal rein. Okay, cool. Also, man braucht tatsächlich schon mal ein bisschen Druck bei der Entnahme. Es ist ein Stronghold-Produkt dementsprechend. Also da ist auf jeden Fall ein bisschen was hinterher, wenn ich es jetzt hier... Ja, man sieht's. Ich kann sogar eine kleine Kugel formen. Das funktioniert ganz gut. Also Grundhalt möchte ich es mal nennen dahinter. Verreiben geht einfach. Ganz leichte Klebrigkeit in den Händen, aber ich merke schon, das muss jetzt schnell gehen, weil das an den Händen schon ein bisschen fest geworden ist. Arbeite das jetzt ein, habe mir ganz bewusst erstmal nur eine kleinere Menge genommen, da ich ja nicht genau weiß, wie sie sich jetzt gleich im Haar verhalten wird. Arbeite das ein. Das geht jetzt tatsächlich noch super einfach. Da merke ich jetzt deutlich weniger von dem Drive, von dem Grip, den ich gerade in den Händen hatte. Das heißt, ich kann noch mal ganz entspannt ungefähr die gleiche Menge rausnehmen und mir dann auch noch mal in den Haaren verteilen. Ja, also verreiben geht eigentlich auch echt einfach. Man braucht ein bisschen Druck natürlich, ein bisschen Widerstand ist da. Der Duft ist, also ich sage jetzt mal, im entferntesten Mandelvanille. Dieses
sportlich Frische kommt dann jetzt doch deutlich mehr durch. Gefällt mir super gut an sich. Ist ein sehr stimmiger, angenehmer Duft, mag ich. Ist jetzt aber nicht so intensiv. Also ich weiß nicht, Philipp hinter der Kamera, nee, meine ich. Ist nicht so intensiv, also ist es eher ein Duft, der ist nur für euch. Da haben die anderen um euch rum jetzt nicht so viel von. So, jetzt merke ich, das ist jetzt sehr interessant. Ich merke, dass einzelne Strähnen schon anziehen, insgesamt aber doch noch nicht so viel passiert. Und jetzt riskiere ich es mal und nehme noch einen kleinen Finger, denn ich glaube, das werde ich brauchen, um mir dann an sich richtig die Tolle aufbauen zu können. Also auch noch mal rein damit. Aber ihr seht's ja, also das Einarbeiten ist echt ein Kinderspiel gerade noch. Bin ich ein bisschen erstaunt, muss ich zugeben. Es kann natürlich auch sein, dass die einfach ein bisschen braucht, um anzuziehen und dann im Nachhinein einfach diesen Strong, diesen Heavy Hold hergibt. Kommt ja auch vor. Ist aber tendenziell bei meinen Haaren, finde ich das ein bisschen schwierig, wenn die Pomaden ein bisschen, ja gut, wobei jetzt hat, okay, aber um den Satz zu beenden, ist ein bisschen schwierig, wenn also besonders wasserbasierte Produkte, wenn die brauchen, um anzuziehen, denn dann fangen meine Haare schon wieder an, sich leicht zu wellen, leicht zu locken, bevor denn überhaupt der Endhalt, sage ich mal, wirklich da ist. Und das macht das Ganze dann relativ umständlich kompliziert. So, also es durchkämmen. Ich merke jetzt aber doch, ich will nicht sagen, dass es zieht, aber es ist auf jeden Fall, es gibt einen Widerstand. Ich merke, ich ziehe mir die Haare gerade richtig anständig nach hinten. Das funktioniert gut und ich meine, die würden da jetzt auch schon bleiben. Also Slickback, jetzt noch leicht shiny, wird höchstwahrscheinlich wieder weniger werden, aber an sich funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Jetzt versuchen wir das mit der Tolle. Wie gewohnt, ziehe ich mir jetzt hier wieder die Scheitellinie, da sagen wir. Die Haare gehen alle runter. Ja, gut. Ja, gut, aber ich merke tatsächlich, der Halt wird jetzt immer mehr. Es ist gut was da, aber es ist immer noch sehr, sehr angenehm durchzugehen. Also auch wenn ich jetzt mit den Händen über die Haare fahre, die fühlen sich sehr, sehr, sehr smooth, sehr seidig an, möchte ich sagen. Da gibt's auch andere wasserbasierte Pomaden, da hat man dann gleich das Gefühl, man hat einen Helm schon auf. Es wird alles direkt fest, strohig, strähnig. Aber das, muss ich sagen, ist jetzt hier sehr, sehr, sehr entspannt. Ich komme noch wahnsinnig gut durch. Ihr seht's ja, wie als wäre da noch gar nichts. Jetzt schauen wir mal. Habe ich grob aufgeräumt. Jetzt schiebe ich mir die Haare mal vor, mal schauen, wie gut. Ah ja gut, aber da haben wir es dann ja. Okay, lässig. Also von der Form her, darum geht es jetzt nicht, aber die Höhe, die ich mir jetzt nur dadurch schon aufbauen konnte, ist beachtlich, möchte ich sagen. Das ist nicht schlecht. Also kämme ich da erstmal noch ein bisschen rum. Okay, also das ist jetzt, ich bin, um ehrlich zu sein, gerade echt ein bisschen überrascht, denn das ist nicht das, was ich von dieser Pomade erwartet habe. Denn normalerweise kenne ich das von anderen wasserbasierten Pomaden. Ich gebe Gas, ich forme mir sie hin und das war's. Weil dann sind sie zu feste und ich kann nichts mehr ändern. Ich merke jetzt bei der Arbeit, die wird ganz, ganz, ganz smooth fester, aber nicht zu schnell, nicht zu viel, aber gerade genug, dass ich mit meinen Haaren schön arbeiten kann und der Halt dann angenehm gegeben ist. Also da kämme ich jetzt einfach hier noch ein bisschen rum. Und weil ich ja, wie gesagt, euch nicht genau sagen kann, wie das Finish jetzt am Ende ist, würde ich sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Und dann zeige ich euch mal nach Viertelstunde ungefähr, schauen wir mal, wie dann das Finish der Pomade ist. Aber insgesamt, also mein erstes Urteil ist, ich bin wahnsinnig positiv überrascht jetzt von dem Produkt. Das hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht, weil es ja meiner Meinung nach einfach nur eine schlichte wasserbasierte Pomade ist. Aber ich wurde gerade tatsächlich eines Besseren belehrt. Wir sehen uns gleich wieder. So, welcome back. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Reviews und Shorts gedreht. Ich habe bei meinen Haaren bis auf 1, 2 lose Haare nichts gemacht, weil ich jetzt auch den ersten Eindruck nicht irgendwie verändern möchte oder so. Ich zeige euch, ich schaue es mir nochmal an, ja. Also, der momentane Glanz ist, würde ich sagen, ein leicht shiny Richtung natürliches Finish. Finde ich persönlich jetzt, so wie es gerade ist, ziemlich lässig. Gefällt mir sehr gut. So leicht Seiden,
Seidenmatt, würde ich tatsächlich fast sagen. So die Kombi aus, also wer matte, wachsbasierte Produkte kennt, so ungefähr, finde ich, ist gerade das Finish mit noch einem ganz leichten Schein. Gefällt mir sehr gut. Bin ich großer Fan von. Ich bin bisher noch sehr überzeugt von dem Produkt. Hätte ich nicht gedacht, gebe ich zu. Jetzt machen wir mal den Test mit dem Nachkämmen, wie es ausschaut. Ich fange mal an, ganz bewusst hier an den Seiten. Na gut, ich merke ein bisschen ziepen, ein bisschen ziehen, aber das ist ja ganz klar. Geht an sich ganz gut. Sollen jetzt natürlich die Königsdisziplin, naja gut, okay, klar. Ich habe hier ein wasserbasiertes Produkt. Ich komme durch, ich merke, es zieht, es zerrt ein bisschen. Gefühlt habe ich die Struktur, dieses feste, strähnige jetzt aufgebrochen. Es ist alles ein bisschen fluffiger. Allerdings, wenn ich jetzt ehrlich bin, so der erste Eindruck, das ist anders als bei anderen wasserbasierten Produkten, die ich so kenne. Das ist nicht so fluffig. Ich meine, klar, ich habe die fixe Struktur, wo das Produkt das Haar umgibt, jetzt natürlich aufgebrochen durchs Nachkämmen. Aber, also, gefühlt ist das vom Nachkämmen gerade wie eine UWB. Ich bin gerade, der Philipp schaut mich auch super ungläubig an. Ich bin richtig erstaunt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, hätte ich jetzt noch mal 10 Minuten gewartet, wie das dann mit dem Nachkämmen ist. Aber so grundsätzlich, ich bin, um ehrlich zu sein, ich bin krass überrascht. Ich bin wirklich, ja, da geht halt echt noch ordentlich was. Und ich habe im Grunde kaum Halt verloren. Ja, ihr seht mich sprachlos. Kommt nicht oft vor, aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Also das hat mich jetzt voll und ganz überzeugt. Es gibt nochmal 3 Punkte auf der Bewertungsskala dazu. Respekt. Cool. Also ihr merkt, ich bin jetzt ein bisschen überfordert ob dem Ganzen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu, auf eure Erfahrungen mit Reuzel-Produkten insgesamt, aber besonders mit der blauen. Ob es sich da genauso ging wie mir oder liegt das vielleicht nur wieder an meinem Haartyp, an meiner Haarstruktur, dass die sich da so verhält. Bei euch funktioniert die ganz anders. Who knows? Das würde ich mal gerne von euch. Schreibt es am besten in die Kommentare. Und für alles andere, unsere Kontaktdaten findet ihr in der Infobox. Schreibt uns, ruft uns an, was ihr wollt. Wir sind auf jeden Fall für euch da. So, ich bin jetzt immer noch ein bisschen überwältigt und sag einfach dann mal bis dahin. Ciao, servus, euer Max.